Die AIWG Long-Term-Forschungsgruppe Linked Open Tafsir entwickelt auf Basis des Korankommentars des muslimischen Gelehrten at-Tabari eine online abrufbare Datenbank. Die Open Access Datenbank soll die Erforschung von historischen Korankommentaren mit digitalen Mitteln erleichtern. Doch wieso ist dies überhaupt nötig? Wenden wir unseren Blick kurz auf die Entstehung des Korantextes und der Korankommentare. Der Koran wurde zwischen den Jahren 610 bis 632 nach und nach herabgesandt. Dabei reagiert der Koran auch auf ganz bestimmte historische Gegebenheiten, wie etwa Friedensabkommen und Naturkatastrophen. Menschliche Erfahrung und göttliche Weisung interagieren also im Koran. In der nahe Mekka gelegenen Höhle Hira empfing der Prophet Mohammed seine erste Offenbarung. Die Koranpassagen, die er verkündet, sind mündliche Überlieferungen. Sie wurden aber bereits zur Offenbarungszeit schriftlich festgehalten. Erste Standardisierungsprozesse der Schrift des Korans sowie die Festsetzung zu einem einheitlichen Kodex sollen zu Zeiten des dritten Kalifen Uthman stattgefunden haben. Daraus sollen mehrere Kodizes entstanden sein, die an verschiedene Zentren der islamischen Welt verschickt wurden. Auf Basis dieser Kodizes soll die heutige Fassung des Korans bestehen. Da der Koran primär ein mündlicher Text ist, berücksichtigt er auch sprachliche Besonderheiten, wodurch es mitunter zu unterschiedlichen Lesarten gekommen ist. Eine Standardisierung dieser Lesarten fand ab dem 10. Jahrhundert statt. Da der persönliche Bezug zu den Ereignissen der Offenbarungszeit nicht mehr gegeben war, ergab sich für die Folgegeneration jedoch die Herausforderung, Passagen aus dem Koran eindeutig auslegen zu können. Nachfolgende Koranexegeten bemühten sich daher um ein besseres Verständnis und vermittelten ihr Wissen in Lehrzirkeln weiter. Hieraus entstanden 3 Quellentypen exegetischen Wissens: die Überlieferung der Aussagen des Propheten, die Auslegung der Prophetengefährten und die Deutungsbestrebungen der nachfolgenden Generation. Damit entwickelte sich die Koranexegese als eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin. Auf Basis der Notizen aus den Lehrzirkeln haben sich Fragmente des Wissens wichtiger Koranexegeten bis heute überliefert. Dieses Material wurde von vielen Gelehrten zusammengetragen, kategorisiert und in eine nachvollziehbare Form gebracht. Ab Mitte des 8. Jahrhunderts fingen Korankommentatoren an, ihr Wissen selbstständig zu verschriftlichen. Es entstand somit eine reiche Literatur zur Koranexegese. Eine zentrale Figur war der im 9. Jahrhundert lebende Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Wir befassen uns mit dem Korankommentar von at-Tabari, weil er zu Recht beanspruchen kann, in seinem Werk alle exegetisch relevanten Informationen seiner Zeit erfasst zu haben, und zwar unter Angabe der Quellen. Hinzu kommt natürlich, dass er diese Informationen kritisch analysiert. Vor diesem Hintergrund ist sein Werk für eine historisch und linguistisch interessierte Koranexegese unabdingbar, ebenso für die Forschung über die frühe Entwicklung in verschiedenen Bereichen wie Theologie, Recht und Grammatik. Das umfassende Werk at-Tabaris wird digital erfasst und in eine Datenbank eingepflegt. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz ermöglicht sie, die Fülle an Überlieferungen zu den Offenbarungsanlässen und Ereignissen gezielt zu kategorisieren. Außerdem ermöglicht die KI, bestimmte Überlieferungsmuster zu erkennen. Die elektronische Suche wird somit erleichtert. Die Arbeit mit der KI schafft damit eine Grundlage für zukünftige Forschungen. at-Tabari soll als Startpunkt dienen, weitere Werke mit überliefertem Material der Forschungscommunity über eine Website zugänglich zu machen. Die Website umfasst darüber hinaus noch weitere Tools, wie die automatische Generierung von Chronologien individuell ausgewählter Koranpassagen nach unterschiedlichen Chronologielisten. Linked Open Tafsir entwickelt eine Innovation, die der islamischen Theologie den Weg in das digitale Zeitalter ebnet und historische Dokumente in die Gegenwart bringt.